In diesem Video zeige ich dir, was man beim Affiliate Marketing so alles falsch machen kann und warum es dann auch so gar nicht funktioniert. Erst einmal gebe ich dir einen groben Überblick, was ich denn für Mist gebaut habe, und dann zeige ich dir am Rechner, dass es Mist war, und dann zu guter Letzt sage ich dir auch noch, wie man es besser machen kann. Also, ich habe mal einen Pinterest-Account gehabt, den habe ich auch immer noch. Und irgendwann einmal hat man dann beschlossen, dass man wieder Affiliate-Links bei Pinterest reinpinnen kann, also dass das wieder erlaubt war. Und dann war das natürlich eine ganz, ganz tolle Sache, dass wir bei Pinterest unsere Affiliate-Links reingepinnt haben. Ja? Also man ist auf einer Webseite gewesen, man hat auf den Pin-It-Button geklickt und dann konnte man seinen Affiliate, also den Link, den dieser Pin hatte, mit einem Affiliate-Link austauschen. Ne? Völlig legal, geht auch heute noch. Ich habe da auch Videos zu gemacht, ich verlinke das mal hier. Kannst du machen? Super Sache, kein Problem, und es führt auch zu einigen Verkäufen. Ich habe das liebevoll für Amazon gemacht oder mit Amazon gemacht, und das hat auch teilweise richtig gut funktioniert und es war auch schon richtig lukrativ. Ne? Also wir hatten schon mal eine komplette Gartenbank, also so ein Set aus 6 Stühlen und Tisch für über 1.000 Euro, und da gab es dann natürlich auch richtig viel Provision für. Ne? Also das war so ein, ja, sagen wir, Glücksschuss. Ne? Jetzt ist es so, vom Glück allein kann man nicht leben. Deswegen wäre es schon nicht schlecht, wenn man so ein bisschen das Ganze kalkulieren könnte und so ein bisschen mehr als nichts auch im Monat hätte, wenn man denn seine Affiliate-Links setzt. Ne? Wie kriegt man das denn jetzt hin, dass man das Ganze besser steuert? Ne? Ich zeige dir jetzt einmal meinen Account bei Creative Market, denn dort kann man auch Affiliate Marketing betreiben und dort bin ich auch angemeldet, und ja, durch Zufall habe ich mal den einen oder anderen Verkauf gemacht. So, ich bin jetzt mal hier auf Creative Market, und wenn ich hier ganz unten auf Become an Affiliate klicke, dann lande ich hier, kann mich da anmelden, brauche ich jetzt nicht mehr, weil bin ich schon, und hier siehst du dann einen Partnerstatus, ja, und das ist nichts, worauf man stolz sein kann. 2099 Klicks, 3 Sales und ganze 2,60 $ verdient. Wie bin ich denn jetzt auf über 2000 Klicks gekommen und habe es geschafft, dabei nur 2 Verkäufe zu machen? Ne? Man könnte ja eigentlich sagen, also was ich oft gesagt habe in den Videos, so 1-2% sind eigentlich normal. Ne? Dementsprechend müsste man ja hier sagen, dass man mindestens so auf 20, 30 Verkäufe kommen würde. Und ich habe 3. Also stellt sich die Frage, wie kommt das? Wie ist das passiert? Und wie solltest du es auf gar keinen Fall machen? Ja? Ich habe ja schon angedeutet, ich war bei Pinterest und ich habe dort Produkte gepinnt. Also hier ist zum Beispiel eins davon, von dem ich dachte, dass es meine Leute hilfreich finden würden. Abstract Home Decor. Und das ist auf Creative Market verlinkt, zusammen mit meinem Affiliate-Link. Und wenn ich da draufklicke, lande ich hier. Und naja, 48 Likes immerhin, scheint schon ganz okay zu sein. Und hier gibt es auch viele Bilder und theoretisch könnte man all diese Bilder pinnen. Ne? Ist ja auch super, ne? Also man klickt hier auf Save oder nimmt Tailwind, klickt auf Tailwind auf dieses Icon und zieht alle Bilder raus und verbindet die immer schön mit seinem Affiliate-Link. Und schwupps hat man 10 Bilder bei Pinterest drin und jedes davon kann Geld verdienen. Ne? Eigentlich klasse, ne? Also es geht ja nur darum, dann Affiliate-Links zu verteilen eigentlich, oder? Ja, oder. Das Problem an dieser Stelle ist, ich verteile Bilder, die vielleicht schon hunderte von Malen verteilt wurden. Ne? Also wenn ich nicht die Einzige bin, die in diesem Affiliate-Programm ist, und ich gehe immer ganz schwer davon aus, dass dem nicht so ist, und ich auch nicht die Einzige bin, die dieses Produkt beworben hat, dann schwirren diese oder ähnliche, nein, nicht ähnliche, diese Bilder schon hundertfach durchs Internet. Und wenn dann Leute sich dafür interessieren, haben sie es vielleicht schon mal gesehen. Und warum sollten sie ja gerade bei mir klicken? Und wenn sie es tun, ja, dann kommt es zu einem von den 3 Sales, für die 2,60 $ dann möglich sind. Ja. Und so komme ich zwar auf 2099 Klicks, was ja eigentlich schon mal gar nicht schlecht ist, ne? Ist ja komplett passiv, wenn die da einmal drin sind, und nur 3 Sales. Kann ich damit einen Start machen? Nein, natürlich nicht. Ne? Also so funktioniert das nicht. Ich hatte dir ja mal in einem anderen Video erzählt, dass du mit Creative Market und den
6 Free Goods, die es jede Woche gibt, ein komplettes Business aufbauen kannst eigentlich, ja. Aber da habe ich dir auch gesagt, du musst da Arbeit reinstecken, ne? Du musst einen Blogpost schreiben, du musst ein Video drehen, ein Tutorial erstellen, du musst das Ganze auf auf Social Media bewerben. Also es gibt da richtig viele Möglichkeiten, was du machen kannst und wie du dich im Prinzip die ganze Woche damit beschäftigen kannst. Das habe ich nicht getan. Ich habe einen Klick gemacht, ich habe das Bild auf Pinterest gepostet, habe meinen Affiliate-Link da reingepackt und aufs Beste gehofft. Ja. Das funktioniert nicht. Deswegen ein ganz, ganz großer Fehler beim Affiliate-Marketing, einfach nur wahllos irgendwelche Sachen mit dem Affiliate-Link zu verteilen. Es tun sich folgende Probleme auf. Zum einen, die Leute, die bei Pinterest mir folgen, folgen mir vielleicht nicht nur wegen diesem einen Board Goodies für Designer, also irgendwas, was Designer brauchen. Die folgen mir vielleicht auch, weil ich schöne Bücher gefunden habe oder sowas. Also macht gar keinen Sinn. Ne? Die müssen sich nicht zwangsläufig auch für die Designer-Grafiken interessieren, wenn sie sich für die Bücher interessieren. Und zum anderen, ja, wie gesagt, die Bilder kennt man schon. Wer sie nicht kennt, klickt zufällig drauf und kauft es dann auch nicht. Also keine gute Idee. Wie kann man es besser machen? Das wäre ja jetzt hier die Frage. Ja, du musst Arbeit reinstecken. Du nimmst dir ein Produkt vor. Ist ganz egal, ob das von Creative Market ist, ob das von Amazon ist, ob es sich um ein E-Book handelt, ob es sich bei Etsy um ein Produkt handelt und benutzt es. Ja, du benutzt es und machst von dem, was du benutzt, Bilder. Und das sind dann deine Werbebilder. Ne? Wenn du davon dann Pins erstellst und diese Pins dann bei Pinterest reinpostest, stehen die Chancen doch sehr, sehr, sehr viel besser, dass jemand sich dafür interessiert, da draufklickt, sich das anguckt, was du gemacht hast und dann denkt, oh, das möchte ich aber auch machen und sich dann genau dieses Produkt dafür kauft. Ja? Und dann ist deine Click-Through-Rate und dann sind auch deine Verkäufe nicht mehr 3, ja, bei 3 Sales liegen ja nicht mehr, sondern dann würde ich auch auf 30 setzen oder 300 oder so, weil dann erhöht sich natürlich auch die Konversionsrate. Ne? Dann ist sie nicht mehr bei 0,1%, sondern ist sie auch gut und gerne bei 2 oder 3%. Ja? Ist absolut machbar. Aber du musst dafür sorgen, dass deine Zielgruppe genau zu deinem Produkt passt. Und wenn du das hinbekommst, dann kannst du mit Affiliate Marketing richtig Geld verdienen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen und du weißt jetzt ganz genau, wie du kein Affiliate-Marketing betreiben solltest. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!